triffst dich mit diesem schmierigen Typen. Kannst du mir sagen, was das soll? Die habe ich von ihm abgekauft. Für dich. Damit unser Klein was vorspielen kannst. Das sollte eine Überraschung werden. Du hast gesagt, du triffst dich mit Elisabeth und sie wusste nichts davon. Dann habe ich dich mit diesem Typen gesehen und ja, das kam mir alles komisch vor. Auch deine Geheimnistuereien am Telefon. Es sollte eine Überraschung werden. Da gehört Geheimniskrämerei nun mal dazu. Da ist wohl meine Eifersucht mit mir durchgegangen. Was glaubst du, ich gehe mit einem wildfremden Mann ins Bett? Wo bist du denn drauf? Wir haben uns doch gerade erst versöhnt. Katja, ich... Was machst du denn da? Ich hänge nur ein bisschen ab. Gut. Ich dachte schon, das wäre ein missglückter Selbstmordversuch. Solange es Frauen wie Sie gibt, wäre es doch der Wahnsinn, diese Welt freiwillig zu verlassen. Du bist in meiner Schusslinie. Willst du da hängen bleiben? Noch gefällt mir die Aussicht. Schön. Dann beende ich das Training. Moment, bevor Sie gehen. Ich befürchte, ich brauche doch Ihre Hilfe. Ich weiß sonst nicht, wie ich hier jemals wieder runterkommen soll. Nein! Was tun Sie? Ich weiß, ich habe dich gekränkt. Aber woher hätte ich denn wissen sollen, dass dieser Typ dir nur eine Gitarre verkauft? Sag doch was. Was soll ich sagen? Ist schon in Ordnung. Ich kann verstehen, dass du mir alles zutraust. Kannst du denn nicht nachvollziehen, wie ich zu dieser falschen Erkenntnis gekommen bin? Das ist es ja, was mich verletzt. Dass du glaubst, ich hätte nichts dazugelernt. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Das glaube ich doch nicht. Doch. Sonst hättest du doch nicht so reagiert. Katja, es tut mir sehr, sehr leid. Wirklich. Aber lass uns nicht streiten. Nicht schon wieder. Natürlich stimmt es. Warum sollte die Glanz in Gloria denn sonst sowas schreiben? Ja, wir sind ein Paar. Und Sebastian ist so süß. Er würde alles für mich tun. Du, ich muss Schluss machen. Ich melde mich dann später. Grüß mir den Rest der Möppengänge. Sebastian. Gut, dass du noch da bist. Ach, ist gut. Seitdem 2 Mitarbeiter aus der Rechtsabteilung krank sind, wohne ich hier. Oh, das tut mir leid. Du musst mir einen Gefallen tun. Was gibt's denn? Wir haben Probleme mit dem Zoll. Es geht um die Expressionistenausstellung. Expressionistenausstellung? Hier im Schneiders. Ich habe dir von erzählt. Ach ja, genau. Was gibt's denn für ein Problem? Die wollen die Exponate nicht rausrücken. Jetzt muss ich mich da auch noch drum kümmern. Die brauchen noch irgendwelche Sicherheitsleistungen. Und du weißt ganz genau, dass du in Vertragsangelegenheiten einfach viel fitter bist als ich. Wir haben auch im Auktionshaus personellen Engpass. Und sonst gerät doch der ganze Zeitplan durcheinander. Hm? Wie viel Zeit habe ich? Nicht viel. Die Eröffnung ist morgen. Na schön, dann ich werde gucken, was ich tun kann. Danke. Bevor ich es vergesse. Ich brauche dich leider auch bei der Ausstellung. Zwecks Firmenrepräsentanz. Tja, dann werde ich gucken, ob sich auch das einrichten lässt. Du bist ein Schatz.
aufhören. Du weißt gar nicht mehr, wie gut sich sowas anfühlt. Naja, bei solchen Verspannungen muss ich aber ganz anders ran. Du. Ich verspann gleich noch mehr, wenn du mich nicht endlich in Ruhe lässt. Hey, wieder auf den Beinen gelandet? So ein bisschen Bodenhaftung tut ab und zu ganz gut. Du hast Glück gehabt. Wieso? Weil Sie mich gerettet haben. Fast hätte ich dich für einen Fasan gehalten. Und das wäre nicht der Erste, der durch meinen Pfeil erlegt wird und dann auf der Tafel landet. Den Mistelzweig habe ich zufälligerweise auf dem Baum gefunden. Steck ihn dir zwischen die Zähne, dann hast du die passende Garnitur. Der passt wirklich super zu Ihren Augen. Die sind blau. Mit Verlaub, blau ist doch wohl eine gewaltige Untertreibung. Wie bitte? Als ich Sie zum ersten Mal gesehen habe, war mir sofort klar, in diesem weiten, fast unendlich hellen Blau kann man sich sowas von verlieren. Natürlich nur, wenn man sich nicht fest im Griff hat. Tja, und dieses softe Grün passt perfekt zu Ihrem Blau. Jetzt muss ich auch weiter, sonst gibt's Ärger mit dem Pinguin. Pinguin. Justus, man sieht sich. Bitte komm nicht auf die Idee, hier auch noch ein Lagerfeuer anzuzünden. Was? Das letzte Mal, als ich dich mit Gitarre sah, das war, weiß nicht mehr wann, aber es war an einem Lagerfeuer. Kann schon sein. Die Melodie allerdings war auch fröhlicher. Ich habe mich mit Katja gestritten. Vollkommen dämlich. Sie wollte mich überraschen und ich dachte, sie will mich hintergehen. Du Ärmster. Ach Mensch, es ist so viel zwischen euch passiert. Ich habe ihr die Sache mit Sebastian verziehen, dazu stehe ich. Ich will mit Katja alt werden. Na gut so, Matthias. Und mach dich doch nicht verrückt. Jeder andere in deiner Lage wäre ebenso vorsichtig. Katja wird das einsehen, wenn sie sich beruhigt hat. Matthias hat völlig überreagiert, als er mich da mit dem Verkäufer sitzen sah. Man, er traut mir wirklich zu, dass ich unsere Ehe nochmal aufs Spiel setze und das tut weh. Ja, für Matthias muss das auch seltsam wirken. Es tut mir so leid. Wenn ich mich nicht vorhin verplappert hätte, dann wäre das alles überhaupt nicht passiert. Lass gut sein. Es ist nicht wirklich deine Schuld, dass Matthias so misstrauisch ist. Sag mal, bist du da nicht ein bisschen hart mit ihm? Ich finde, er hat unheimliche Größe bewiesen. Hat er den Seitensprung verziehen? Er will mit dir und dem Baby zusammen sein? Ja. Ja, und ich bin ihm auch unheimlich dankbar dafür. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mein Fehltritt immer noch zwischen uns steht und vielleicht für immer. Na, hör mal. Nach der Krise, die ihr gemeinsam hattet. Gott, das braucht doch Zeit, bis das alte Vertrauen wiederhergestellt ist. Vielleicht hast du recht. Matthias liebt dich. Er will mit dir zusammen sein, mit dir und dem Kind. Ja, und was sein Vertrauen angeht, gib ihm Zeit. Dinge sind so einfach, wenn man frisch verliebt ist. Warum kann das nicht immer so bleiben? Sag mal, indirekte Beleuchtung, ist das nicht ein bisschen zu romantisch? Magst du etwa keine Romantik? Ich schon, aber ich fürchte die Exponate nicht. Du meinst, Expressionismus und Romantik vertragen sich nicht. Ich glaube, ich muss hier dringend eine Nachhilfestunde in Kunstgeschichte geben. Bei einem Glas Wein und indirekter Beleuchtung. Das klingt sehr gut. Das ist mir noch nie passiert. Ja, ich muss sowieso weitermachen, wenn die Ausstellung nicht im Dunkeln stattfinden soll. Hallo, Olivia. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Sag mal, bin ich hässlich? Oder habe ich einen Bitte nicht anfassen auf die Stirn tätowiert? Jetzt, wo du sagst. Sehr witzig. Tut mir leid. Aber du hast doch keine ernst gemeinte Antwort von mir erwartet, oder?
Schätzchen, schließlich bist du eine Schneider. Natürlich siehst du gut aus. Dann sag das mal Sebastian. Oh, und ich dachte, von dieser hirnrissigen Idee hättest du dich endlich verabschiedet. Das ist doch nicht dein Ernst, immer noch hinter ihm her zu sein. Wieso denn nicht? Wir würden super zusammenpassen. Er der coole Anwalt und adlig und ich der Shootingstar der Modewelt. Jetzt mal im Ernst, Olivia. Schlag ihn dir aus dem Kopf. Sebastian ist einfach eine Nummer zu groß für dich. Hm? Tanja, du weißt so gut wie ich, dass unsere Ehe nur auf dem Papier existiert. Und Hannes? Dafür bist du doch da. Hannes hätte es verdient, mal wieder mit Mutter und Vater zusammen zu essen, wie ein ganz normales Kind. Tanja, mir scheint, du gehst da von völlig falschen Voraussetzungen aus. Ganz normale Kinder haben in der Regel auch ganz normale Mütter. Hannes hingegen... Komm schon. Tu's nicht für mich, tu's für Hannes. Tja, tut mir leid, Tanja. Kein Interesse. Ich dachte, als verantwortungsvoller Vater könntest du mal deine Befindlichkeiten beiseite stellen und einen Abend Familie spielen. Ach komm schon, Tanja, jetzt erspar mir diese Schmierenkomödie, ja? So ein Mistkerl. Guten Abend. Hallo, Katja. Ich muss noch mal weg. Habt ihr mal einen Moment? Bitte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde sie zu Hause gerade ziemlich ungemütlich. Ich weiß, wie sehr ihr unter eurem Streit leidet. Wir wollten dich da nicht mit reinziehen. Nein, habt ihr auch nicht. Ich bin nur der Meinung, dass man irgendwann einmal einen Streit auch aus der Welt schaffen kann. Vergeudet eure Jahre nicht, damit unglücklich zu sein. Das Leben ist kurz. Ihr liebt euch doch. Ihr wart glücklich. Und ich denke, ihr seid jung genug, es wieder zu werden. Reicht doch, wenn hier ein Beziehungsgeschädigter wohnt. Ich denke, die beiden Bilder werden auch hier stehen. Das heißt, es wird am besten sein, wenn der Spot auch von hier kommt. Ich habe dir aber alles im Katalog markiert. Was? Keine indirekte Beleuchtung? Auf keinen Fall. Ach komm, jetzt sei nicht beleidigt. Eine Nummer zu groß für dich, ja? Olivia, ich wollte damit nur sagen, dass Sebastian kein Mann für eine Nacht ist. Wer hat denn gesagt, dass es bei einer Nacht bleibt? Ja, du erweckst aber den Eindruck, wenn du dich auf deine typische Art an ihn ranwirfst. Ach ja. Und was ist meine typische Art? Ach komm, das weißt du doch selbst. Ich meine, wenn du so... Wenn ich was? Olivia, bei dir leiden die Männer im wahrsten Sinne des Wortes unter Reizüberflutung. Ja, manchmal ist weniger eben mehr. Deine Tante kennt sich mit Männern aus. Außerdem können Frauen nicht nur durch ihre optischen Reize verführen, sondern auch durch Bildung und Intellekt. Ach ja. Natürlich nicht alle Männer, aber die mit Stil. Nein, nein, nein. Es war alles meine Schuld. Ich habe überreagiert. Und ich hatte keinen Grund, deswegen so beleidigt zu sein. Aber ich kann verstehen, dass du Probleme hast, mir zu vertrauen nach allem, was passiert ist. Gib mir noch ein wenig Zeit. Dann wird wieder alles so wie früher. Es wird nicht so sein wie früher. Es wird anders sein. Es wird besser werden. Ich darf mich halt nicht benehmen wie so ein Idiot. Du hast dich nicht benommen wie ein Idiot. Doch, hab ich.
Okay, dann einigen wir uns darauf, dass wir uns beide nicht optimal verhalten haben. Ist das in Ordnung? Hm. Ich finde es so schrecklich, wie wir uns streiten. Finde ich auch. Weil ich dich so sehr liebe. Wie ich dich. Kitty, schön, dass du da bist. Glaub ja nicht, dass ich dir dein Gehalt immer hinterher trage. Das war eine Ausnahme, weil ich in der Nähe zu tun hatte. Klar. Willst du was trinken? Ich lade dich ein. Was ist denn mit dir los? Gar nichts. Ich finde es einfach nur schade, dass wir uns nicht mehr so oft sehen, seitdem ich nicht mehr im Büro arbeite. Ach, und übrigens, morgen werden hier Werke moderner Künstler ausgestellt. Vor allem expressionistisch inspirierte Werke. Seit wann interessierst du dich denn für Kunst? Olivia, wir sind dann mal weg, ja? Ja, viel Spaß noch. Expressionismus, der hat's mir schon immer angetan. Seine Dynamik und der freie Umgang mit Farbe. Ja, mit Farbe? Mit was denn sonst? Ja, mit Farbe und Form. Ohne dabei jedoch seine Figürlichkeit zu verlassen. Also der Expressionismus, Kitty, der hatte ja seine große Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Hast du das gewusst? Aber Namen wie Paul Klee und August Macke, die sagen dir doch hoffentlich was. Nee, aber woher weißt du denn das alles? Ach, Kitty. Weißt du, so langsam wird mir klar, warum du immer solche Typen anschleppst. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Und ob? Ohne dich hätte ich den Job doch gar nicht bekommen. Was nützt es dir, wenn du deinen ersten Lohn gleich wieder zum Fenster rausholst? Ach, lass mal. Die Lahnsteins zahlen ziemlich sauber. Dann Prost. Auf die Elektronikflüsterin. Und wie war's? Anstrengend. Ich mal mit Tanja. Wie man's nimmt. Ach Mann, jetzt erzähl schon. Ich habe einen Streit zwischen ihr und ihrem Mann miterlebt. Er ist ein echtes Schwein. Ja, das hat Konstantin auch immer gesagt. Du vermisst ihn? Also Tanja und Ansgar haben sich gestritten und dann? Sie war total fertig. Weißt du, ich glaube, dass Tanja gar nicht so unterkühlt und kratzbürstig ist, wie sie tut. Wahrscheinlich ist sie einfach nur einsam. Sie ist mit dem Typ verheiratet und der kümmert sich gar nicht um sie. Also ich habe echt üble Geschichten über Tanja gehört. Lass lieber die Finger von der. Ach, ich habe alles im Griff. Und außerdem, so eine Frau ist schon etwas Risiko wert. Wach auf, Kleine, wach auf. Der Tag nimmt seinen Lauf. Steh auf, mein kleines Kind. Die Nacht, sie geht, der Tag beginnt. Das kenne ich ja gar nicht. Ja, das kannst du auch gar nicht kennen. Das habe ich gerade gedichtet. Für dich und die Kleine. Du bist der süßeste Mann der Welt. Spiel weiter. Ich versuch's. Wach auf, Kleine, wach auf. Auch Mama ist schon auf. Denn wie Jean-Paul schon so treffend sagte, die Kunst ist zwar nicht das Brot, aber der Wein des Lebens. Vielen Dank. Tolle Ansprache. Du meinst, weil sie so kurz war? Das ist übrigens mein Lieblingsbild. Meins auch. Meisterhaft. Wie die expressive Ebene gegenüber der ästhetischen und sachlichen und appellativen Ebene herausgearbeitet wird. Ein Werk, was den Namen expressionistisch wirklich verdient. Ich muss mich jetzt dringend um ein paar Gäste kümmern. Begleitest du mich? Sehr gerne. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich für Kunst interessieren. Nur für moderne Kunst. Und du, wie findest du das Bild? Kräftige Farben. Ja. Eine Remise an den großen Franz Marc. Was? Eine Remise? Ein Schuppen? Oh, richtig, ich meinte eigentlich eine Reminiszenz? Ja. Ach, das passt
passiert schon mal, dann sagt man ein Wort und meint eigentlich was ganz anderes. Kennst du Franz Marc? Ist einer meiner Lieblingsmaler. Seine blauen Kühe sind ganz besonders berühmt. Pferde. Ja. Ist ja kein Problem. Manchmal meint man ein Wort und sagt dann was ganz anderes, nicht wahr? Finden Sie nicht, dass das ein bisschen zu extravagant ist für eine Taufe? Was halten Sie von dem hier? Der passt sehr gut zu der Haarfarbe. Finden Sie? Ja. Na, schon genug? Ich hab gedacht, du bist so ein Fan von moderner Malerei. Tritt ruhig noch mal nach, wenn es dir Spaß macht. Wie kommst du auf die Idee, hier einen auf Kunstkennerin zu machen, vor Carla? Ehrlich? Vergiss es einfach. Jetzt geh schon rüber zu ihm. Ist wenigstens genauso schlau und gebildet wie du. In Sachen Kunst? Ihr könnt ja noch ein bisschen über meine blauen Kühe lachen. Olivia, ich habe keine Ahnung von Kunst. Ich habe auch kein Interesse daran. Um ehrlich zu sein, ich hatte noch nie was übrig für diese moderne Kleckserei. Aber erzähl's nicht weiter. Du weißt schon, Adel, verpflichtet und so. Ich höre dann von Ihnen. Natürlich. Auf Wiedersehen, Gräfin. Wiedersehen. Justus, warum sieht den denn her? Wen? Ach so, der lag dort. Ich dachte... Süß. Nicht bewegen. Und warum nicht? Weil man das sonst nicht darf.